Guten Abend miteinander. Ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein. Und ja, euer Gottesdienst passt zu unserer Kultur auch, so mit Singen und Tanzen und so. Das ist einfach, ja, ich fühle mich fast wie zu Hause. Aber halt, wir sprechen und singen auf Arabisch, nicht auf Deutsch. Aber diese Lei, wir haben es fast gleich. Ja, ich freue mich im Himmel, dann gibt es einfach dort nicht viele Sprachen, es ist nur eine Sprache. Ja. Ob Hebräisch oder Arabisch oder Deutsch, ich weiß nicht, aber es wird nur eine Sprache gesprochen. Das weiß ich. Und werden einfach Gott loben und preisen und alle werden auch verstehen, was Jesus uns sagt. Ja, ich bin Hatim, mein Name Jiryis mit Nachname. Ich sage zu meiner Person, ich bin Israeli, aber ich bin kein Jude. Ich bin Araber, aber kein Muslim. Israeli, ich bin in Israel geboren, ich habe die israelische Identität. Araber, weil ich bin auch ein Araber, als Araber geboren. Aber man fragt, seid ihr wirklich Araber? Ich sage, nein, wir sind kein Araber, wir sind einfach arabisiert. Was bedeutet arabisiert? Lass uns ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. In 1. Mose 16, Vers 7 bis 14. Es ist interessant zu sehen, dass es einfach das Erste, was man Gott gedacht und das erste Mission, Gedanke in Gottes Gedanke war, nicht nur an Juden, sondern an alle Völker. In 1. Mose 16, Vers 7 bis 14 sprach der Engel des Herrn zu Hagar wegen Ismael. Ich will dein Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Gott versprach Abraham in 1. Mose 17, Vers 20. Und dann hat ihm gesagt, wegen Ismael, 12 Fürsten wird er zeugen. Und ich will ihm zu großem Volk machen. Abraham wurde zahlreich Nachkommen durch Ismael und Isaak. Und was bedeutet das für uns? Das heißt für uns, wie ich gesagt, das ist, bevor Isaak geboren, man weiß die Geschichte, dass Sarah hat sich ein Kind gewünscht, aber leider, sie wurde nicht schwanger durch Abraham. Und dann hat sie ihm gesagt, komm, heirate mal Hagar. Hagar kommt aus Ägypten. Und dann vielleicht bekommst du ein Kind. Und dann tatsächlich, weil er so gehorsam war, gegenüber von seiner Frau, wie alle Männer, so brav und gehorsam sind, so hat einfach Hagar geheiratet und war sie schwanger. Sarah hat Nein bekommen, weil eben Hagar war schwanger. Und dann hat sie ihre Hagar unterdrückt und so ist Hagar geflohen. So erzählt uns die Geschichte, bis sie einfach in einen Platz kam und dann Engel des Herrn erschien an Hagar. Und dann interessant, im Alten Testament, es gibt zwei Bedeutungen für Engel des Herrn. Erstens, Engel des Herrn, das ist ein Engel, wo es kann sein, das ist Michael, Miguel, heißt in Hebräisch, wie ist wie Gott, oder Gabriel, Geborel, Gott ist stärker, die waren die zwei Hauptengel. Und wenn manchmal Engel des Herrn wurde genannt im Alten Testament,
es wurde bezogen für Jesus Christus. Das ist die erste Erscheinung Jesus Christus im Alten Testament als Engel des Herrn. Ich will einfach nicht viel über dieses Thema sprechen, aber hier in hebräischer Sprache, wenn Engel des Herrn geschrieben, das heißt, es bedeutet nicht ein Engel, sondern das ist Jesus Christus. Und das ist die erste Erscheinung Jesus Christus im Alten Testament, war nicht an Juden, sondern an Hagar, die ist von Ägypten. Und dann hat sie gesagt, okay, ich will dich segnen und ich will dein Nachkommen segnen. Und dann wurde Ismael einfach geboren. Ja, danach, Ismael war so groß, ungefähr 2 Meter oder 1,60 Meter, weiß man nicht, wie groß war er. Aber dann kurz zusammen die Geschichte, Sarah war schwanger, hat Isaac auf die Welt gebracht, die haben miteinander gespielt und dann Ismael hat ein bisschen so bösartig mit Isaac gespielt und Sarah hat es gesehen, der hat es nicht gut gefallen, die ganze Geschichte. Dann hat sie rausgetrieben, Ismael mit Hagar von ihrem Platz. Und dann Abraham war gehorsam gegenüber seiner Frau und lässt seine Frau Hagar mit ihrem Sohn Ismael in die Wüste gehen. Und wo wohnten sie? Wohnten sie in einem Platz, hieß Havilah. Havilah kann man hier auch ein bisschen, kann man nicht, okay. Havilah liegt einfach in Saudi-Arabien heute. Und interessant, in hebräischer Sprache gibt es 2 Worte für Wüste. 2 Bedeutungen für Wüste. Erste Wort heißt Midbar und zweite Wort heißt Araber. Das erste Wort Midbar und das zweite Wort Arab. Und alle Leute, die in der Wüste gelebt, wurden sie als Araber genannt, weil sie von der Wüste gekommen. Das heißt, Araber sind kein ein Stamm, sondern ein Bezeichnung für Volk, der in der Wüste gelebt. Okay, bis jetzt klar, ist ein bisschen kompliziert, aber das ist einfach, die Bibel erzählt uns. Nochmal, in 1. Mose 25, Vers 12 bis 18, erzählt uns die Nachkommen Ismael. Und steht ab Vers 12, dies ist das Geschlecht Ismaels, des Sohn Abraham, den ihm Hagar geboren, die Magd Sarahs aus Ägypten. Und das sind die Namen der Kinder Ismaels, davon ihre Geschlechter genannt sind. Der erste geborene Sohn Ismaels, Nabajot. Der zweite Sohn, Kedar, Abdel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hadar, Tema, Jetor, Nabajot und Kedma. Dies sind die Kinder Ismael mit ihren Namen und ihren Höfen und einfach die 12 Fürsten über ihre Leute. Und das sind einfach, Ismael wurde dort einfach als 177 Jahre und nahmen sie und starb und war gesamt die ganze Volk. Und wohnten sie, Vers 18, uns ist wichtig, und wohnten sie von Havilah bis an gegen Schur von Ägypten und bis wo man sich in Assyrien geht, er lässt sich aber nieder gegen alle seine Brüder. Das heißt, schade, ich könnte einfach nicht hier zeigen, die haben gewohnt von Ägypten, die ganze 12 Stämme Ismael, von Ägypten bis Irak, bis Assyrien, bis Syrien. Die ganze 12 Stämme Ismael. Und die alle, die einfach in diesem Gebiet gewohnt wurden, als Araber genannt. Was es bedeutet für uns? Warum spreche ich einfach so?
wenn man einfach von dem zweiten Sohn Kedar, zweiter Sohn Ismael, hieß Kedar, genau, das ist die wichtigste, kommt Mohammed her, der Prophet im Islam. Das heißt, Urgroßvater von Mohammed war Kedar. Mohammed hat irgendwann von dieser christlichen oder von dieser alttestamentlichen Geschichte gekannt, weil in Saudi-Arabien haben auch dort Juden gelebt und waren auch Christen. Und Mohammed hat eine Frau geheiratet und ihr Onkel war ein Priester in einem Sekte, der heißt Jakobitische Kirche, von Jakobitische Sekte. Die haben irgendwie komische Glauben gehabt, die sind rausgeflohen von Jerusalem, die sind in der Wüste gelebt und kamen bis einfach Mekka dort. Und dann Mohammed hat einfach diese Frau geheiratet. Und so war ein bisschen vertraut in dem alttestamentlichen Geschichte. Er wusste, dass er kommt von Ismael. Und so hat einfach die ganze Sache begann mit Mohammed und der Onkel von dieser Frau, dass einfach, sie haben bezogen die ganze Segenlinie nicht an Isaac, sondern an Ismael. Und so durch ihre Klugheit wurde einfach diesem ganzen Gedanke, dass es die Segen kommt nicht an Isaac, sondern an Ismael. Und dann der Prophet Mohammed kam von dieser Linie aus. Dann hat ein bisschen mehr Politik zu tun, nicht nur auch geistlich. Dann kam nachher die ganze Gedanke von Mohammed. Mohammed nochmal, Stammbaum geht zurück auf Ismael, auf Kedar. Das bedeutet, er hatte in Arabien gelebt. Sein Ziel war, neben der Islamisierung anderen Völkern auch die Arabisierung. Das heißt, arabische Sprache wurde Pflicht an die Muslimen und Gott nur, Allah in dem Koran, sollte nur auf Arabisch anbeten und beten. Und so ist auch Mohammed mit dem ganzen diese politische Denken ihm gelungen, die ganze arabischen oder die ganze Völker, die im Nahosten und Nordafrika, wurde ihm gelungen, nicht nur islamisieren, auch arabisieren. In dem Sinn, nochmal, Gott, Allah, in der Koran muss man nur auf Arabisch ihm anbeten. Koran darf man nicht übersetzen auf andere Sprache. 5-mal im Tag müssen sie Arabisch Gott anrufen. Und so die Menschen wurden islamisiert und arabisiert. Gehen wir zurück, gehen wir ein bisschen vorne, nach 750 nach Christus. 750 nach Christus waren über 27 verschiedene Völker, die in der ganzen Region gelebt von Nahosten. Sind Kanaaniter, sind die Hethiter, sind die Ammoniter, sind einfach Adomiter, Philister, Entschuldigung. Hier ist es einfach der Platz, wo Sarah niedergelassen und von Ägypten bis Syrien oben hier. Das ist die ganze, heißt Wüste Araber auf hebräischer Sprache. Okay. Wie ich gesagt, die waren mehrere Völker, Ägypter, Hethiter, Ammoniter, Kanaaniter, Perser, Philister und wie ich gesagt 27 verschiedene Völker. 750 nach Christus
ganz Islam strömen in dem ganzen Gebiet. Die Nachkommen Mohammed haben die gewusst von diesem Ziel. Menschen islamisieren und arabisieren. Assyrien waren die Assyrer. Wurden sie dann islamisiert und arabisiert und heute entstand Syrien. Jordanien sind die Ammoniter. Amman, die Hauptstadt von Jordanien, kommt von der Sprache von dem Volk die Ammoniter. Wurden sie auch islamisiert und arabisiert. Bei uns in Nordgaliläa, wer hat gewohnt, wer hat gelebt? Die Kananiter. In Lukas Evangelium erzählt uns Jesus Christus, ging es von See Genezareth Richtung Zidon in Südlibanon und auf dem Weg hat eine Frau getroffen, die kananitische Frau, die ihre Tochter krank war und sie geheilt. Sie hat einfach in Norden Israel, in Galiläa gelebt. Und diese Kananiter wurden auch arabisiert, islamisiert und arabisiert. Warum komme ich zu dieser ganzen Geschichte? Ich will einfach euch sagen, ich bin kein Araber, vielleicht bin ich ein Kananiter, vielleicht bin ich ein Ammoniter, vielleicht bin ich Assyrer, aber ich weiß nicht, aber ich weiß, dass es einfach, ich wurde einfach vor ungefähr 1500 Jahren gezwungen, in dem arabischen Volk hineinzugehen. Und das ist auch die ganze Sache mit dem Alten Testament. Aber er hat nicht hier aufgehört, sondern Gott hat von der ganzen Geschichte gewusst. Jemand vielleicht fragt, und wo ist Gott in die ganzen? Warum Gott lässt einfach sich schweigen in solche Situationen? Nein, Gott lässt nicht einfach die ganze Sache planen von dem Teufel oder von dem anderen, sondern Jesaja kommt in seinem Buch. Jesaja hat gewusst, was Gottes Plan. Er hat gewusst, dass es gibt 12 Kinder von Ismael. Aber dann durch die ganze Ismael-Kinder, Jesaja nimmt einen Namen und Kedar. Und da gibt es eine Prophetie über Kedar. Warum Kedar? Weil er hat gewusst, obwohl Jesaja hat gelebt vor Mohammed, er hat gewusst, dass es ja die ganze Geschichte wird kommen. Und dann hat es einfach mal vorausgesagt, dass die ganze Kraft von dem Islam sollte eines Tages runtergehen. Die ganze Gedanke, was ist der Teufel gedacht durch Mohammed, wollte eines Tages runtergehen. Das sehen wir in Jesaja 21, Vers 16. Schau mal, was ist dort geschrieben. Wer hat einfach, vielleicht kann mal, leider hier die Bibel auf Deutsch nicht, aber vielleicht kann man jemand lesen. Kannst du bitte lesen? 16, ja. So, das steht in Jesaja 21, Vers 16. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, noch ein Jahr wie die Jahre eines Taggewöhners, so ist alle Herrlichkeit Kedars dahin. Gut. Alle Herrlichkeit Kedars sollte runtergehen. Warum nimmt Jesaja Kedar von den 12 Stimmen Ismael? Warum bezieht sich nur auf Kedar? Die Herrlichkeit Kedar, und Herrlichkeit mit Hebräisch hat zu tun mit Macht, mit Stolz. Das heißt, der hat irgendwie in diesem geistlichen Auge Jesaja gesehen, dass es einmal, das Islam wird sich die ganze Gebiet beherrschen und diese große Macht von dem Kedar, die Nachkommen von Kedar, sollte eines Tages runtergehen. Wer hat geglaubt vor 50 Jahren, dass wird der Kommunismus runtergehen? Niemand hat geglaubt. Wer hat geglaubt vor 50 Jahren, dass Islam und die ganze arabische Völker auseinandergehen durch diesem, was wurde vor 5 Jahren genannt, der arabische Frühling?
Ich will euch sagen, dass über den arabischen Frühling hat auch Jesaja gesagt. Was wir erleben die letzten 5 Jahre, wird es einfach in Jesaja. Schau mal, was steht geschrieben. In Jesaja 42, Vers 8 bis 13. Ne, Entschuldigung, nochmal, kurz vorher. Jesaja 21. Na, das haben wir gelesen. Jesaja 42, Vers 8 bis 13. 8 bis 13. Ich, der Herr, das ist mein Name und ich will meine Ehre kein anderen geben, noch mein Ruhm den Götzen. Sieh, was ich zuvor habe, verkündige, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues. Ehe dann es aufgeht, lass ich auch hören. Singt dem Herrn ein neues Lied, sein Ruhm an der Weltende, die auf die Meere fahren und was darin ist, die Insel und darin wohnen. Ruft laut, ihr Wüsten und die Städte darin samt den Dörfern, da Kedar wohnt. Nochmal. Ich lese nochmal. Vers 10. Singt dem Herrn ein neues Lied. Sein Ruhm an der Weltende, die auf dem Meer fahren und was darin ist. Die Insel und die darin wohnen. Ruft laut, ihr. Was steht in eurer Bibel? Was steht? In Hebräisch wird geschrieben, ruft laut, ihr Araber, weil es Wüste heißt Arab, bedeutet Araber. Und die Städte darin samt die Dörfern, da Kedar lebt. Der Kedar, der Sohn von Ismael. Sie sollt jauchzen, die in den Felsen wohnen und rufen von den Höhen der Berge. Lasst sie den Herrn die Ehre geben und seinen Ruhm in die Inseln verkündigen. Das heißt, Jesaja hat uns erzählt, dass die ganzen Dörfer, wo die Araber, wo die Leute, die in der Wüste leben, sollen zum Glauben kommen. Jesaja hat auch erzählt, sehr interessant, in Jesaja 21, das ist der Last über die Arabien. Ihr werdet im Walde Arabien herbergen. Ihr Reisezüge den Janiter, bringt den durstigen Wasser entgegen, die ihr wohnen im Lande Thema. Bietet Brot den Flüchtlingen, denn sie fliehen vor dem Schwert, ja, von dem bloßen Schwert, vor dem gespannten Bogen, vor dem großen Streit. Denn also sprach der Herr zu mir: Noch einem Jahr wie das Tageslöhnerjahr sollen die Herrlichkeit Kedar untergehen. Interessant. Interessant. Es steht geschrieben, bringt den Durstigen Wasser entgegen, die ihr wohnen, die Lande Thema, bietet Brot den Flüchtlingen. Warum? Weil es gibt einen Krieg in dem ganzen Lande von dem Arabien, in den Wüsten dort. Und was habt ihr gesehen hier, die deutschen Gemeinde? Habt ihr den Flüchtlingen aus Syrien und aus Irak kein Brot und kein Wasser gegeben nach dem Krieg? Und was es bedeutet auch für uns geistlich? Brot und das Wasser. Wer ist das Brot und Wasser in dem Neuen Testament? Jesus Christus. Das heißt, wenn ihr noch missionarisch aktiv und in den Flüchtlingen,
gerade was von Syrien kommt und von Irak und von der ganzen arabischen Welt. Das heißt, er tut diese Prophetie, was ist Jesaja gesagt in Jesaja 21. Gibt den einfach Flüchtlingen Brot, das Leben und Wasser, das Leben von Jesus Christus. Denn wird es einen Krieg geben. Nicht nur das, in Jesaja 19, Vers 23 bis 25 steht geschrieben, an jenem Tag wird sich Israel als drittes zu Ägypten und Assyrien, das heißt heute Syrien und Irak, gesellen und inmitten der Erde ein Segen sein, in dem der Herrscher wird sie segnen und sprechen. Gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk, und du, Assyrien, das Werk meiner Hände, und du, Israel, mein Erbteil. Könnt ihr vorstellen, dass es Assyrien, die ganze Syrer und Jordanier mit, die Ägypter, sind heute Araber. Sie wird einfach mal zu Gott kommen und Gott wird sagen, dort in diese Verse, Assyrien ist mein Werkhände und dann die Ägypter mein Volk. Und am Schluss, Jesaja 60, Vers 7. Alle Herden in Kedar sollen zu dir versammelt werden. Und die Böcke Nabai, Kedar und Nabai. Interessant hier, normalerweise in arabischer Sprache und hebräischer Sprache ist Schande, wenn wird ein Vater mit dem zweiten Sohn genannt. Normalerweise als Beispiel, ich habe 2 Söhne. Der erste Sohn heißt Immanuel, mein Sohn, und der zweite Johannes. Dann die Menschen in Israel rufen mich Vater von Immanuel. So ist üblich bei uns, auch in Hebräisch. Das ist der Vater von, weil das ist der erste Sohn, der erste geborene Sohn. Und hier Jesaja, was macht? Er erzählt nicht, dann nochmal alle Herren Kedar, obwohl Kedar ist der zweite Sohn, sollen zu dir versammelt werden, und die Böcke Nabai, das ist der erste Sohn, hat der zweite Sohn einfach in erste Stelle getan und dann der zweite Sohn und der erste Sohn als zweite Stelle sollen dir dienen. Es ist nicht wunderbar? Es ist nicht wunderbar, das zu sehen, auch es gibt Verheißungen an die ganze, zu sagen, arabische Völker, die einfach mal zwangmäßig arabisiert und zwangmäßig unter dem Joch von dem Islam kamen, dass sie eines Tages wollen sie einfach von diesem Joch einfach rausgehen und dann würden sie Jesus Christus und Gott Israel anbeten. Ich sage nicht, das kommt nicht von mir, das kommt von den ganzen Verheißungen, einfach was Jesaja uns erzählt. Und das ist unsere Aufgabe, das, was wir tun. Wir wissen, dass wir sind kein Araber, wir wurden arabisiert, und unser Ziel als Gemeinde in Israel und auch als arabische Gemeinde einfach in diese prophetische Worte hineinzukommen. Und nochmal, das ist die wichtigste für uns, Jesaja 19, Vers 23, 25, das ist eigentlich unser Ziel. Unser Ziel, an jenem Tag wird sich Israel als Dritte zu Ägypten und Assyrien gesellen und inmitten der Erde ein Segen sein. Weißt ihr, dass Israel liegt gerade in der Mitte von der Erde und nicht Deutschland? Stimmt oder stimmt nicht? Manche Leute sagen, das stimmt nicht, weil die Globus, dass die Erde ist so rund und überall ist es in der Mitte. Nein, ich sage, es ist falsch. Israel liegt in der Mitte, weil Israel liegt gerade in der Mitte von Europa, von Asien und Afrika.
Früher haben die Christen gedacht, Israel und Jerusalem ist die Mitte der Erde. Und so ist geistlich. Und so, wenn man auch diese Verse betrachtet, die sind einfach alle, diese drei Völker sollen ein Segen sein für die ganze Erde. Und das wollen wir auch tun. Und so komme ich einfach. Muss man runter? Ah, ja. Okay. Ja, unser Dienst in Israel, kurz Information über Israel. In Israel heute leben 9 Millionen, 48 waren 850.000, die gesamte Bevölkerung in Israel. Die Juden waren 650.000, heute sind 6 Millionen, 7. Araber 48 waren 150.000, heute sind fast 2 Millionen. Davon einfach von diesen 9 Millionen, 75% sind Juden, 18% sind Muslimen und dann Christen sind 2%, Drusen, weil sind die Drusen ist eigentlich ein islamische, sind Muslimen, das ist raus vom Islam. Einfach, das ist zu sagen als Sekte, die ist von dem Islam rausgekommen. Ja? Und dann dazu kommt noch 1,6% der Drusen und anderen sind 4% sind Bahai und anderen, die nicht an Gott glauben, vielleicht weiß nicht, was von noch kleine Religionen in Israel lebt, aber das ist einfach das insgesamt. Ja, wir leben wir tun die Dienst seit 24 Jahren in Israel als Familie Jiryis. Unsere Familie, meine Frau kommt aus Deutschland, Renate aus dem Schwabenländle. Und wir haben 3 Kinder, Talita ist dabei mit uns und Emanuel lebt in Stuttgart, studiert und Johannes ist der jüngste in unserer Familie, aber das ist ja nicht mehr so jung, geht nach oben. Ja, Jesaja hat viel in meinem Leben geprägt. Und ich kann sagen, das ist das Buch, wo ich am meisten liebe. Ich liebe die ganze Bibel. Aber Jesaja ist es besonders. Und durch Jesaja habe ich viel erlebt. Diese Bild habe ich eigentlich in Wirklichkeit gesehen. Das war nach meiner Ausbildung in der Schweiz, habe ich Bibelschule besucht. Und dann nach der Ausbildung habe ich Gott gefragt, was willst du eigentlich von mir? Ich bin fertig von der Bibelschule, will gerne einfach in die Mission gehen. Das war mehr so unsere Bibelschule, mehr missionarisch und wir hatten viel Missionreise in Europa. Habe ich gedacht, ja, vielleicht bleibe ich in der schönen Schweiz, da macht man ein schönes Leben und auch dazu missionieren und Gemeindegründung. Vielleicht in Deutschland habe ich eine deutsche Frau und dann Gott spricht durch Gebets- und Fastenwoche, mir zeigte einfach diesem Bild, schwarze Decke, Wolken über Galiläa und strahlende Sonne über die Dörfer. Und dann nimmt mich in Jesaja 9. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Leute, die in Galiläa wohnen, in Angst, die leben noch in Dunkelheit. Da wird einfach weiter erzählt, der Heiden Galiläa, das Volk, die in Galiläa lebt und in Jordanien und im ganzen Lande dort, wo es ist einfach über dem Meer. Das Volk, das im Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht und über die wohnen im finsteren Lande scheint es hell. Sofort habe ich gewusst, dass es Gott will, dass ich nach Galiläa gehe und dort einfach diesen Dienst beginnen. Und weil ich wusste, dass es Galiläa lebt so viele
zu sagen, Heiden, in dem Sinn, ohne Jesus. Heute in Galiläa lebt fast 2,5 Millionen Menschen. Vor ungefähr 30 Jahren, wo ich zum Glauben gekommen bin, ich bin in Rama geboren hier, waren eigentlich nur 2 Gemeinden. Einer in Haifa, das heißt, ich bin zum Glauben gekommen, war kleiner so Jugendgruppe hier. Und ich wollte eigentlich mal in Gemeinde besuchen, dann bin ich immer nach Haifa gefahren oder nach Nazareth, weil es einfach, zwar eigentlich im Norden hier gab es keine Gemeinden, es war wirklich dunkel. Das heißt, Evangelikalen, niemand hat es gewusst, was es bedeutet, Evangelik. Das ist die sind Sekte, die einfach, die sagen Halleluja und ja, manche Leute sind einfach gehen in den Jordan, lassen sich taufen und so. Niemand hat eigentlich gewusst auch von Jesus. Ja, Mohammed war einfach ist bekannt. Jesus auch, ja, wir wissen, dass es gibt orthodoxe Kirche, aber in der orthodoxen Kirche wird es mehr Maria angebetet und in der katholischen Kirche gibt es auch viele Heiligen. Aber Jesus ist immer so irgendwie klein in der Ecke und niemand hat von Jesus gewusst. Und dann noch danach wusste, dass Gott will einfach mich und uns gebrauchen in Galiläa. Wir in 94 haben wir geheiratet, 95 kamen wir nach Akko, haben wir eine kleine Gemeinde übernommen von den Baptisten, 2005 Jahre lang. Wir haben mit 3 Frauen begonnen in unserer Gemeinde, kleiner Gemeinde, so ein Hauskreis. Die Baptisten haben mir gesagt, ja, vielleicht könnt ihr einmal diesen Hauskreis betreuen. Gott hat uns so gesegnet, im 2000 haben wir die Gemeinde mit fast über 50 Leute waren in dieser Gemeinde. Und 2001, das ist einfach, ja, es ist wichtig zu sagen, in diese 5 Jahre hat Gott immer mehr bestätigt durch Gebetszeiten, nochmal gezeigt, dass zum Beispiel hier in Akko schwarze Wolken, strahlende Sonne über die Stadt. Das war unsere kleine Gemeinde, die Baptistengemeinde, wo ich dort gedient. Und dann 2001 durfte ich nach Deutschland kommen und habe ich ein Masterprogramm abgeschlossen in Akademie für Weltmission in Krontal. Und ich wollte nach Akko zurückgehen, weil in Akko haben wir eine kleine Gemeinde. Und dann diese Stadt hier in mir. Und dann, weil wir haben keine Wohnung gefunden, wir haben 2 Kinder, wir sind in Rama bei meiner Familie gewohnt und wir haben 2 Monate lang nach Wohnung gesucht. Warum? Weil wir wollten einfach die Arbeit weiterführen. 2 Monate lang, jeden Tag haben wir nach Wohnung gesucht. Stadt mit über 35.000 Einwohnern haben wir keine Wohnung gefunden. Irgendwie Gott hat uns blind gemacht. Obwohl wir sind jeden Tag spazieren gegangen, mit meiner Frau gebetet, Gott zeigt uns, wir wollen einfach diesen Dienst weiter tun. Und dann nach 2 Monaten, wir haben die Hoffnung abgegeben, wir wussten nicht. In Rama haben wir bei meiner Mutter gelebt und dann wir haben nach Wohnung gesucht in Rama. In 12 Stunden finden wir eine tolle Wohnung, so 200 Quadratmeter und so günstig. Wir wussten, es ist nur für uns. Und dann haben wir uns niedergelassen. Und dann habe ich gesagt, okay, nach Akko 25 Kilometer kann man jeden Tag fahren. Wir bringen unsere Kinder in die Schule dort und dann können wir einfach unseren Dienst tun. Und in Rama hat es auch neben unserem Dienst ein Hauskreis begonnen. So 2, 3 Leute, meistens waren Frauen, kamen im Hauskreis und dann ein Jahr später entstand, Rama liegt ganz schön im Norden, ein Jahr später stand eine Gemeinde in Rama. Und dann wussten wir, dass Gott hat uns wirklich irgendwie die Augen zugemacht in Akko, weil er wollte, dass wir in diese Vision hineingehen. Ja, in Akko ging es uns gut, Gemeindeleben, aber irgendwie, ich wusste, dass es irgendwie nicht in die Gemeinde bleiben kann. Diese Vision, was Gott mir gezeigt, Galiläa, wird es einfach daneben sein. Und dann haben wir die Gemeinde in Akko abgegeben. Ein Ehepaar war bereit, einfach die
die Gemeinde als Pastor wurde eingesetzt und die Gemeinde weitergeführt. Und in Rama wirklich haben viel erfahren mit Gott. Viele Menschen kamen zum Glauben, sich einfach taufen lassen. Und dann haben wir auch so Früchte gesehen, das einfach sind Jugendliche von unserer Gemeinde, unser Sohn. Es war schön hier, warum habe ich diese Bild reingetan? Nach 15 Jahren haben wir Früchte gesehen in unserem Dienst. Das heißt, oft wurden wir geschimpft von der katholischen Kirche, orthodoxe Kirche, wir machen Wiedertaufe. Und da waren hier die erste, zu sagen, 4 Jugendliche, die wurden nicht als Kinder getauft, sind von unseren Familien, zum Glauben gekommen und dann haben ihre Kinder nicht als Kindertaufe, sondern als Erwachsenentaufe und so ist es einfach, das konnte man nach ein paar Jahren Früchte sehen in unserem Dienst. Ja, in Rama wuchs die ganze Arbeit, die Gemeinde dort, wir haben fast 70, 80 Leute und dann, man geht wohl in eine solche Gemeinde und dann viel Arbeit und viel Dienst. Interessant, in Tarshiha, dort, hier ganz im Norden, gibt es immer noch keine Gemeinde. In Akko, in Rama, in Kufr Yassiba noch, da war schon vielleicht 5, 6, 7 Gemeinden in diesem Gebiet. Aber hier, ganz im Norden, gab fast keine Gemeinde. Und dann, interessant, das ist einfach, in dieser Zeit kommt eine Frau zu uns von Tarshiha, hier, die war bei ihrer Schwester in den USA, die kam zum Glauben und dann kam zurück nach Israel, sie hat nach Gemeinde gesucht, wo ist die nächste Gemeinde in Rama. Kam sie zu uns und 2, 3 Monate in die Gemeinde und dann kam zu mir und hat gesagt, ja, Herr Pastor, vielleicht beginnen wir eine Arbeit in Tarshiha. Und ich fragte, Herr, was ich soll tun? Und der Herr sprach zu mir, steh auf und gehe nach Tarshiha. Ganz deutlich habe ich von Gott gehört durch diese Frau. Diese Frau wurde wie Lydia in der Apostelgeschichte. Die kam zu mir und hat gesagt, bitte komm und mach beginn ein Hauskreis bei uns. Muss man sagen, das ist Tarshiha, liegt ganz im Norden, nicht weit von Libanon, das ist die libanesische Grenze, das ist nur 15 Kilometer. Das heißt, dieses Gebiet war oft, daher auch, man sieht, war oft betroffen durch die Skat-Raketen. 2006 waren auch Menschen ums Leben gekommen, weil das ist einfach ein Platz, wo die ganze Skat-Raketen nach im Norden kamen. Ja, dann die Frau, es ist ein schöner Ort, im Norden, grün. Die Frau hier, Janet, die zum Glauben in den USA gekommen, sie hat mich eingeladen in ihrem Haus und dann letztlich treffe ich noch 3 Frauen dazu. Interessant, in Akko hat die Gemeinde mit Frauen begonnen, in Rama die gleich und Tarshiha habe ich gehofft, dass ich bin ein Mann und da waren 3 Frauen. Ja, sie waren schon mutig, die Frauen, und dann haben wir gesagt, wir mieten einen Saal und wollen wir einfach evangelisieren. Okay, wir haben einen kleinen Saal gemietet, ein kleines Haus, wir haben es vorbereitet, 5 Jahre lang war der Saal leer. Niemand kam. Irgendwie ich kam in Zweifel, habe ich gesagt, Gott, habe ich richtig deine Stimme gehört? Hast du wirklich mich berufen in Galiläa? Ich bin seit 5 Jahren, die Arbeit in Rama wächst und dann gibt es viel einfach zu tun. Und du sagst, lass die Arbeit dort und komm nach Tarshiha. Und dann kam noch die Gedanke bei meiner Frau, hat mir gesagt, du, es gibt Geschichte in der Bibel von einem Mann, der hat Garten und der hat einen Baum in diesem Garten. Und dieser Baum hat keine Früchte gebracht. Und was hat gedacht? Hat gesagt, ich gebe noch eine Chance, 1 Jahr für diesen Baum. Ich gebe einfach, wie sagt man auf Deutsch, diese umgraben und Wasser geben und alles, was gehört dazu. Und wenn keine Früchte in einem Jahr bringt, dann nehmen diesen Baum weg. Und dann habe ich gesagt, okay, Herr,
Wenn du in einem Jahr wirklich deine Hand nicht siehst, dann schließen wir. Und diese 4 Frauen können in unserer Gemeinde nach Rama zurückkommen. Ja, und was passiert in dieses Jahr? Folgend. Können wir diese Film sehen? Kurz. Einer Kleinstadt im Norden Israels. Er ist arabischer Christ. Im Alter von 49 Jahren blieb sein Herz stehen. Der Familienvater war klinisch tot. Dass wir ihn nun 2 Jahre später interviewen konnten, ist ein Wunder. Davon sind seine Familie und er selbst fest überzeugt. Während der langen Minuten, in denen sein Herz nicht mehr schlug, hat Ahmad eine ganz besondere Erfahrung gemacht. Es war in der Nacht, etwa um 11:30. Ich bin mit meiner Frau hoch ins Schlafzimmer gegangen. Ich habe starke Schmerzen in meinem Brustkorb gefühlt und sagte zu meiner Frau, dass wir den Notarzt rufen müssen. Sie hat dann mein Handy genommen und in diesem Moment bekam ich dann schon die Herzattacke. Ich weiß nur noch, dass meine Kinder Vater, Vater gerufen haben. Ich war bewusstlos, bis der Rettungswagen samt Notarzt und meinem Hausarzt gekommen waren. Und sie haben angefangen, mich zu behandeln. Eine halbe Stunde lang. Es sind dramatische Minuten im Hause der Familie Kachli. Die Herzprobleme werden schlimmer. Der Blutdruck des Familienvaters fällt immer weiter. Die Retter tragen ihn vom Schlafzimmer nach unten. Ahmad Kachli ist ohnmächtig, aber er kann alles beobachten. Er schwebt außerhalb seines Körpers. In dieser Zeit, als ich alles von oben sah, habe ich mich gewundert, dass alles so klar war. Du siehst ganz genau, was passiert. Du kannst sogar Schweißtropfen auf deiner Stirn erkennen. Du kannst dein gelbes Gesicht erkennen, aber du stellst keine Fragen. In diesem Moment hat mir Gott ganz klar die Erkenntnis gegeben, wer der Heilige Geist ist. Ich habe noch nicht geglaubt, aber ich sah, wie meine Schwestern im Wohnzimmer gebetet haben. Ich sah meine 15-jährige Tochter an der Treppe stehen und zu meiner Mutter sagen, weine nicht, ich sehe 2 Engel bei meinem Vater stehen. Die Familie befürchtet das Schlimmste. Erst 10 Monate zuvor ist Ahmads Bruder an Herzversagen gestorben. Seine Schwester Samir und seine Mutter kommen sofort in sein Haus, als sie mitten in der Nacht von dem Herzanfall erfahren. Samir beginnt sofort zu beten. Ich war die Verbindung zwischen meiner Mutter, die oben bei meinem kranken Bruder saß und kurz vorher einen anderen Sohn durch eine Herzattacke verloren hatte, und dem Rest der Familie, der unten im Wohnzimmer saß. Ich rannte hoch und runter und es wunderte mich sehr, dass alle beteten. Die ganze Familie im Wohnzimmer tröstete sich gegenseitig und betete zusammen. Für uns war ganz wichtig, den Arzt seine Arbeit machen zu lassen, aber gleichzeitig nicht mit Beten aufzuhören. Für uns war es wie ein Krieg. Im Rettungswagen wird Ahmad ins Medizinzentrum Galiläa gebracht. Sein Zustand ist kritisch. Schließlich bleibt sein Herz stehen. Da sei er seinem Schöpfer begegnet, berichtet der arabische Christ. Ich sah, wie ich neben meinem Haus stand und Jesus stand neben mir. Er hat die Hände über mein Herz gehalten. Ich wurde in Richtung Norden weggetragen und ich sah die Häuser meines Dorfes immer kleiner werden. Und ich sah weitere große Gebäude aus anderen Städten. Ich stieg so hoch, dass ich Gebäude aus anderen Ländern sehen konnte und ich stieg, bis ich die ganze Weltkugel unter mir sah. Aber ich hatte keine Angst, weil ich wusste, dass Jesus bei mir ist. In der Notaufnahme des Hospitals in Nacharia nimmt der Leiter der Herzabteilung Dr. Shaul Attar den Patienten in Empfang. Ahmad war klinisch tot und reanimiert worden. He had a very slow heart rate. Er hatte nur einen ganz schwachen, langsamen Herzschlag. Wir mussten ihm unverzüglich einen temporären Herzschrittmacher einsetzen. Darüber hinaus hatte er einen Herzstillstand erlitten. Das bedeutet, dass sein Herz aufgehört hatte zu schlagen, und zwar vollständig.
Wir mussten ihn wiederbeleben und haben dafür den Schrittmacher und spezielle Medikamente genutzt. Das war ein sehr schwieriger Fall. Der Patient war beinahe schon tot. Die Gebete werden erhört. Emad erholt sich, und zwar vollständig. Die Ärzte stellen später verblüfft fest, sein Herz sei wie neu. Es gebe keine erkennbaren Schäden. Emad lebt heute ganz anders als vor seiner Todeserfahrung. Durch dieses ganze Erlebnis habe ich meinen König kennengelernt und das veränderte alles in meinem Leben. Physisch geht es mir besser als je zuvor und ich kann noch besser arbeiten als vorher. Ich wurde von Gott sehr gesegnet in meinem Beruf und in meinem Privatleben. Ich habe keine Angst, ich kann weiterarbeiten und ich brauche auch kein Krankengeld. Ich genieße meine Arbeit als Zimmermann und Kunden von mir fragen mich, wie ich es schaffe, so nett und ruhig zu sein. Ja, es ist einfach dieses Zeugnis von Imad. Warum erzähle ich das? Weil gerade ich habe es gefragt, Gott, ich gebe dir Chance, 1 Jahr. Und in dieses Jahr stirbt einer von unserer Gemeinde oder nicht von unserer Gemeinde, ein Mann, sein Bruder mit 49, sein Herzinfarkt stirbt. Und dann kommt auch der Priester im Dorf. Ja, seht ihr, wenn ihr mit dieser Sekte geht, dann kommt Fluch über euer Leben. Schau mal, das ist einfach das erste Tod bei denen, weil sie einfach weg von dem wahren Glauben. Und dann stirbt sein Bruder nach 9 Monaten. Und dann habe ich gesagt, Gott, bitte, lass einfach nicht geschehen, dass einfach die Menschen über uns einfach so schlimme Worte sagen und dann Gott wirklich greift, war gnädig mit uns, weckt einfach jemand vom Toten und dann plötzlich diese leeres Saal, was ihr gesehen, war ganz voll. Denn Menschen kamen von allen Dörfern, wollten einfach über sein Zeugnis hören und wie ein Mann Gott begegnet und vom Tode auferweckt. Es ist einfach schön zu sehen, unsere Tarschiha-Gemeinde wuchs danach. Das ist heute unsere Gemeinde, besteht von ungefähr 80 Leute, 70, 80 Leute, aber manchmal, wenn wir einfach, ist die Gemeinde so klein, gemietete Platz, wir mieten einen großen Saal, das ist zum Beispiel Kinderevangelisation, Dorfevangelisation. Wir machen verschiedene Evangelisationen, das heißt, unsere Arbeit besteht von 2 Teilen. Der erste Teil, dass wir Gemeinde und Arbeit, Dienst und alles, was unter dem Arbeit verstehen, auch Familienfreizeit tun wir in die Gemeinde, laden wir Familien. Viele Menschen sind sozial schwach, können sich keinen Urlaub leisten, aber kommen dann hier in 4-tägige Freizeit und sie zahlen die Hälfte, wir zahlen als die anderen Hälfte und dann die Kinder bekommen ihren Programm, die Erwachsenen. Da war so gut besucht, dass wir 2 Konferenzen tun wir im Jahr. Erst im Sommer, dann im Winter, das war 2019 im Winter, waren über 250 Leute in dieser Konferenz. Die nächste Konferenz steht in einem Monat ungefähr, mehr als einen Monat, im Januar. Wir haben bis jetzt 160 Anmeldungen, man erwartet auch 250. Was ist gut, in diesem Konferenz wird auch Live-Übertragung in die ganze Welt, in die ganze arabische Welt. Ich erzähle später über diese Satellitenprogramm. 21. Dezember haben wir auch ein Kinderprogramm, Evangelisation, wo viele Kinder kommen von der ganzen Umgebung. Wir erwarten auch über 200 Kinder in diesem Kinderprogramm. Ja, neben dem Dienst in Israel, Gemeinde, wir versuchen unsere Leute zu erreichen. Okay, sind 2 Millionen. Wir haben viele Menschen erreicht. Was machen wir? Gott hat uns den Auftrag, die ganze Evangelium ging es von Israel, von Galiläa in alle Welt. Und wir wissen, dass Jesus hat gesagt, wo es zum Himmel hochgegangen, waren die Männer aus Galiläa unten. Und dann der Engel hat denen gesagt, ihr Galiläer, warum schaut ihr nach oben so?
der Jesus, der einfach zum Himmel gefahren wird, nochmal kommen. Ihr Galiläer. Das heißt, der Auftrag auf uns, die Galiläer, müssen wir in alle Welt hingehen und das einfach Evangelium predigen. Dann haben wir versucht, durch die Website in die ganze arabische Welt hineinzukommen. Ist uns gelungen mit Zeitschriften, aber dann haben wir entdeckt, die Araber lesen nicht gern. Die sind ein bisschen faul im Lesen. Was tun die Araber gern? Das ist einfach Fernsehen. Fernsehen läuft 24 Stunden bei den Arabern. Egal wer kommt, Besuch in arabische Familie, Fernsehen läuft und laut. Und man denkt so, ja mehr der Fernsehen größer, ja, im Haus, dann ist es, man sieht, die sind wohlhabende Leute. So, und man ist stolz über sein Fernsehen, wenn es so groß ist. Und der Nachbar hat kleine Fernsehen, ich habe das größere Fernsehen. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, durch Fernsehen konnte man viele Menschen erreichen und dazu kommt auch bei Muslimen, sie denken, dass unsere Bibel verfälscht, ja, so glauben sie. Und dann haben wir durch diese 27 Serien eine sehr gute Dokumentation gemacht, geistlich, biblisch, geschichtlich, historisch, alles wird richtig gut bearbeitet. Und wir haben erfahren, über 150 Millionen Menschen weltweit, in der arabischen Welt, haben diese Serie gesehen. Mit Hilfe von einer kanadischen Gemeinde hat uns geholfen, diese Serie rauszustellen. Die steht auf dem YouTube. Interessant, dass diese Serie konnte man vom YouTube runterladen. Vor 2 Wochen habe ich gehört, ein Mädchen kam zu Hause von uns, die war ihre Familie in unserer Gemeinde und sagt, ja, ich habe der Pastor gesehen mit Jesus. Das ist ein kleines Mädchen. Und die Eltern fragen, was hast der Pastor Hatim gesehen? Ja, die Nonne, die ist in der katholischen Schule, die Nonne hat uns gezeigt, wo Jesus geboren und wo Jesus auch gestorben und da war der Pastor Hatim dabei. Das heißt, sie haben dieses ganze Video runtergeladen und zeigen sie in den christlichen Schulen. Und es hat uns wirklich gefreut zu sehen, dass auch irgendwie diese Dokumentation wird auch in den Schulen gezeigt. Ja, hier sieht man auch dazu, wie konnte man Salz und Licht sein. Die sind einfach Pastoren von der messianischen Gemeinde und von der arabischen Gemeinde. Das ist das beste Zeugnis, was können wir in die Welt weitergeben. Die Welt denkt, wenn man nach Israel schaut, Araber und Juden streiten. Und die Medien bringen nur Streit. Araber hassen Juden und Juden hassen Araber. Aber wir wollen einfach ein anderes Bild zeigen. Wir kommen zusammen, messianische Gemeinde, arabische Gemeindeleiter, beten wir füreinander, stehen wir füreinander. Wir haben ein WhatsApp-Group. Wir haben zusammen wurden wir eingeladen von einer Bibelschule in Netanya auf ein Kurs, Masterprogramm. Das war wirklich die schönste Zeit für mich in Israel, wo ich mit meinen Geschwistern kam und zusammen studiert und die Bibel studiert zusammen und man kann wirklich gutes Zeugnis sein für die Menschen in Israel und außerhalb von Israel. Ja, Gesellschaft, hier sieht man einfach, dass oft habe ich gesagt, das ist die orthodoxe Kirche, katholische Kirche, andere lassen uns in die Ecke schieben, weil wir sind Sekte, wollen mit uns nicht viel tun. Ich habe gesagt, stopp, das akzeptiere ich nicht. Ich gehe einmal, hier habe ich mich angemeldet in einem Seminar für die orthodoxe Kirche, wo viele Priester kamen und dann bin ich in Kontakt gekommen mit denen, mit dem Katholischen. Und so konnte ich einfach denen erzählen, wir sind eigentlich gläubig, wir glauben an Jesus Christus, wir sind kein Sekte. Ich konnte durch diese einfach Begegnung wirklich in gleichen Höhe mit diesem Priester und Bischöfe sprechen und es ist auch ein Stück weit mir gelungen, einfach unser Anliegen hineinzubringen. Wenn ich rede über die Evangelikalen Israel, arabische Evangelikalen, sind von der Bevölkerung 0,001%. Wir sind so wenig. Das heißt, wenn man die ganze Evangelikalen Israel zählt, wir sind nicht über 2500 Leute, 3000 Leute. Aber trotzdem, die Gemeinde wächst
Und wir glauben, dass Gott will uns gebrauchen. Ja, zum Schluss, ich komme, auch ein Erlebnis haben wir erlebt und es war wirklich ein Erlebnis und ich wusste, dass Gott will unser Dienst in Israel bestätigen. Ja, früher habe ich eigentlich wenig über Träume geglaubt und wenn jemand mir erzählte von einem Traum, dann war ich sehr skeptisch, aber kam dann diese einfach Geschichte, dass eine Frau, die Sanja, habt ihr gesehen, die einfach ihren Bruder verloren und starb und dann hat sie ihm einfach gesagt, wir haben gebetet. Die Frau war von den ersten Frauen. 2 Monate, 3 Monate waren wir ganz neu in Ma'alot Tarshiha. Die Frau kam zu mir, so richtig lachend, hey Pastor, ich habe einen Traum gesehen. Ja, was hast du geträumt? Ja, ich habe es geträumt, dass wir ein Land gekauft und Kirche gebaut. Land, wir sind vier Frauen, meine Frau und ich, so eine kleine Gruppe, wir sind ganz neu im Dienst hier und du erzählst von mir einen Traum und Vision. Entschuldigung, das passt nicht in meinem Vision. Ist ein schöner Traum für dich, für mich ist ein Albtraum. Das passt nicht in meinem einfach Gedanke hinein. Behaltest du für dich und dann, ja. Dann, 12 Jahre später, kommt dieser Mann, der ist nicht gläubig. Seine Frau kommt in die Gemeinde und er ruft mich an und sagt, ja, Pastor, ich hätte gerne mal mit dir treffen. Ja, wir trafen uns, Tasse Kaffee. Er hat gesagt, ja, was denkst du, wollt ihr keine Gemeinde oder keine Kirche bauen? Ich dachte, ja, warum kommst du diese Gedanken? Ja, ihr seid immer Miete und klein und so, vielleicht bekommt ihr ein Land von dem Bürgermeisteramt, der verteilt Länderei so an den Muslimen und so, Moschee zu bauen, vielleicht baut ihr eine Kirche. Habe ich gesagt, nein, es tut mir leid, es kommt nicht in Frage. Ja, warum? Habe ich gesagt, ja, weil wir sind Evangelikalen. Was bedeutet das? Habe ich gesagt, Evangelikalen in Israel sind so wenig, sind nicht anerkannt als Religionsgruppe. Muslimen ja, Christen, die orthodoxe, die katholische Kirche sind ja anerkannt, Juden auch, aber wir sind nicht anerkannt als Religionsgruppe. Wir sind ja Verein in unserer Gemeinde, wir haben so einen Verein, aber das gilt in den Augen von der Regierung nicht. Ja, dann sagt sie mir, okay. Und was bedeutet das? Habe ich gesagt, es tut mir leid, das kommt nicht in Frage. Sagt sie, okay. Ihr redet über Glaube, ja, und redest du so groß über Glaube, aber ich sehe einfach keine Glaube bei dir. Ein Nichtgläubig redet zu einem Pastor, der einfach solche Worte, dann kam mir der Gedanke, dass Bilam, Gott hat ihm durch Esel gesprochen. Ja, und vielleicht das ist der Esel, wo Gott mir einfach gebracht. Dann bin ich einfach in dieser Nacht, konnte nicht schlafen, weil dieser Gedanke hat mir wirklich zu schaffen gemacht. Am nächsten Tag rufe ich einen christlichen Rechtsanwalt, einen Freund von mir, fragt ihn, heißt Thomas, hallo, wie geht's dir? Ich habe das Anliegen, vielleicht, ich habe nur eine Frage, meinst du, bekommen wir ein Land, um Gemeinde zu bauen? Ich habe gesagt, ja, wie kommst du zu diesen Gedanken? Ich habe ihm die ganze Sache erzählt, gesagt, vergiss es. Der hat mir die gleichen Argumente gegeben, wo ich diesem Mann gesagt habe. Wir sind Evangelikaler, nicht anerkannt, wir sind Verein. Hat mir gesagt dazu, ja, da kannst auch die Kochverein einfach zum Rathaus gehen, auch Land beeintragen und dann wird es auch jeder Verein in Israel ein Land bekommen, um etwas zu bauen. Das geht nicht, vergiss es. Dann habe ich gesagt, okay, trotzdem schreibst du uns mal Brief, damit ich einfach dieses schlechtes Gewissen und das ist einfach, ja, dass ich mindestens zeige, dass ich irgendwie glaube, ein bisschen glaube. Und dann habe ich diesen Brief 2 Tage später an den Bürgermeisteramt gegeben und dann, was war? 10 Tage später
bekomme ich einen Anruf von dem Bürgermeister. Er ist ein Jude. Muss man sagen, Ma'alot, Barshiha, ja, wir sind ein kleines Dorf, aber dieses Dorf gehört zu der Stadt Ma'alot. In der Stadt Ma'alot sind 30.000 Einwohner, sind Juden, und diese 5.000, 7.000 Leute, die Araber, gehören zu diesem Teil Ma'alot. Und das heißt, der Bürgermeister ist Jude. Ja, bekomme ich Anruf, gehe ich zu ihm. Ich habe das erste Gedanke, ja, der will sein Mitleid und sagt mir, es tut mir leid, ihr kommt einfach keine Kirche, seid ihr kein Land, seid ihr brave Leute. Und dann, wir kamen, ich habe ein paar Leute mitgenommen in seinem Platz hier im schönen Zimmer, Büro. Da war er und noch ein paar Leute von seiner Gemeinde, der Vizepräsident und noch ein paar Leute. Und dann, wir haben eine halbe Stunde gehabt. Und dann erzählt, ja, könnt ihr über euer Glaube erzählen, was glaubt ihr? Und dann haben wir fast 1,5 Stunden über Jesus erzählt. Und dann war wirklich ein so gutes Zeugnis. Und das war so ruhig. Und er hat so viel verstanden von dem Evangelium. Und am Schluss hat er sich bedankt und hat gesagt, ja, hat viel erzählt. Und dann hat zwei Sätze uns gesagt, wo in meinem Herz hineingegangen und mir wirklich so ermutigt. Er hat gesagt, weißt du, Herr Pastor, ich kenne die Evangelikale schon lange. Ich bin seit 40 Jahren als Bürgermeister hier und früher war auch im Knesset als Abgeordneter, und ich kenne viele Evangelikale, und ich kann dir sagen, das ist die treueste christliche Gruppe, die seit 1948 die Treue zu Israel gezeigt und sie für Israel beten, sind die Evangelikalen. Und als Dankeschön für die Evangelikalen weltweit will ich euch gerne ein Land schenken, weil ihr seid wirklich treue Menschen und ihr betet für Israel. Ich weiß, dass die Evangelikalen stehen zu Israel in guten Zeiten und schlechten Zeiten. Es war wirklich ein so starkes Zeugnis. Und er hat gesagt, egal wo du gehst in der ganzen Welt, sagst ganz liebe Gruß von mir und sagst, dass wir lieben euch und ich bedanke mich als Israeli, als Jude, dass ihr für Israel betet und für Israel steht. Und dann dazu hat gesagt, und noch dazu will ich gerne in unserer Ma'alot Barshiha, hätte gerne sehen, eine Kirche mit spitzigem Dach und Kreuz drüber. Er will Kreuz sehen. Im 1. Korintherbrief steht geschrieben, das Kreuz für die Juden Ärgernis und für die Heiden, was steht dort? Torheit. Und er wollte einfach Kreuz sehen für die Juden als Ärgernis und für die Heiden, die ganze Gebiet. Wir leben in einem Gebiet mit 70.000 Leuten, Stadt allein 35, Dörfern über Barshiha liegt zentral, 70.000 Leute, wo gibt es keine evangelikalische Gemeinde. Und dann, wir haben uns wirklich gefreut und bei ihm bedankt. Und dann habe ich einfach beim Landabgabe, hier ist der Bürgermeister, und dann war diese nicht die Esel, da einfach der Mann, der mit dem Auto der Rechtsanwalt hat mir gesagt, vergiss es, er war dabei, und dieser Mann, der ist von dem Toten auferweckt. Ja, das ist einfach zum Freuen. Wir haben die Planung, schöne Kirche geplant. Ich bin einfach gerannt zu dem, das ist die Kirche. Warum wollen wir eine große Kirche? Fragen mich die Leute. Ja, erstens, weil unser Gott ist so groß. Zweitens, weil wir haben eine große Vision. Drittens, weil 70.000 Einwohner, keine Kirche dort, Evangelikalen, das müssen einfach auch Platz haben. Wir haben Platz für über 300 Leute in dieser Gemeinde. Am Anfang haben wir 700 Quadratmeter bekommen. Dieses Teil hier. Dann bin ich mit Freude zum Bauingenieur gegangen, habe ich ihm die ganze Landplan gezeigt.
hat gesagt, ja schön für euch, aber das ist so klein, dass ihr könnt nur so kleine Kapelle bauen und keine Kirche. Warum? Dann hat mir gesagt, ja, wenn du von den Nachbarn 5 Meter gehst und von der Straße hier und auch von der anderen Straße, dann kannst du nur so kleine Kirche bauen. Und dann hat es entdeckt, neben diesem Land gibt es ein so Land, gehört auch dem Rathaus, und es wurde gedacht als so eine Grünanlage. Er hat gesagt, wenn wir das dazu gewinnen, dann können wir auch prozentual von unserer Kirche vergrößern, von dem Bau. Und dann habe ich gesagt, okay, wir werden das erste Wunder tun, dann kannst du das zweite Wunder tun. Dann haben wir nochmal einen Brief geschrieben an dem Rathaus. Und 2 Wochen später gratuliert uns der Bürgermeister und er gab uns 2000 Quadratmeter gratis. Land kostet Millionen. Wir sind die erste arabische Gruppe in Israel. Wir bekommen ein gratis Land, um Kirche zu bauen. Ich kann euch sagen, gerade in der Zeit, wo viele Christen in Israel haben sich gefragt, was mit unserer Zukunft? Wir haben es gesehen, wie die Christen in Syrien und in Irak einfach rausgetrieben von ihrem Land, die Kirche verbrannt und zerstört. Und in Israel, die Juden und die Araber streiten über das Land. Und was passiert? Ein jüdischer Bürgermeister gibt Araber ein Land, Kirche zu bauen. Da kann es nur Gott tun. Amen? Amen. Dann haben wir den ganzen Vertrag geschrieben und dann kam der Gedanke, ups, was habe ich gemacht? In dem Vertrag geschrieben, in 2 Jahren müssen wir beginnen mit dem Bau. Wir haben keinen Cent. Was mache ich? Ein Projekt mit 6,5 Millionen Shekel und ich habe das Vertrag in 2 Monaten, in 2 Jahren müssen wir beginnen mit dem Bau. Und dann habe ich gesagt, ja, dann fliehe nach Deutschland, lebe im Schwabenländle, dort gibt es Spätzle und Würstle und Birle und alles, was ist schön dort, und ich lasse einfach meine Gemeinde im Stich. Nein, dann hat Gott wirklich so hineingegriffen und da hat uns Gott gesagt, ihr wart wirklich treu als Gemeinde und ich will auch treu sein, ich bin auch treu und ich zeige euch, was Gott in 2 Jahren bei uns getan hat. Das ist die zweite Wunder. Wir haben viel Wunder, aber das ist die zweite größte Wunder. Können wir noch das Film sehen? Wir haben begonnen im Januar dieses Jahr. Ist es nicht wunderbar, in diesem Tag zu sein? Ist ein Privileg, erachte es nicht als klein. Ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein? Ist es ein Privileg, erachte es nicht als klein. Nichts weiter weißt, sich weiter als falsch erweist und deine Philosophie benutzte Theorie, auch wenn du nicht mehr glaubst, Erwartungen zurückschraubst und sagst, an Gott glaub ich nicht, sag ich dir, Gott glaubt an dich und er tut auch heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Tut der Herr heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag, Tag für Tag. Legst du dein Leben hin, gibt dir dein Leben Sinn und macht dein Leben keinen Sinn. Lebe dein Leben hin, das wird ein Wunder sein. Weder zu groß, zu klein. Lebe die Zeit in Perspektive, Ewigkeit, denn der Herr tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Tut der Herr heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag.
sagen, wirklich hat Gott jede Stunde bei uns Wunder getan. Manchmal, wir wussten nicht, was kommt morgen. Und alles, wir haben im Glauben getan. Und wir wussten nicht, ob wir jetzt die nächste Rechnung bezahlen können oder nicht. Aber Gott hat wirklich jedes Mal, wo wir gebetet, einfach hineingegriffen und uns geholfen. Wir haben so viel Wunder erlebt von Kindern, die wirklich für uns, hinter uns standen. Ich weiß, dass im Dorf haben gebetet über uns, ob wir das schaffen oder nicht. Und heute steht eine Kirche. Ich kann sagen, das hat wirklich Gott Wunder getan. Und was es auch uns freut, dass wir haben keine Schuld. Wir stehen heute wirklich in diesem Rohbau ohne Schuld. Ja, oft bin ich auch mit meiner Frau gestanden in dieser Art und Weise. Wir wussten nicht, was wir tun. Ich kann euch sagen heute Abend, wir sind keine Helden, wir sind keine diese super Gläubige, wir sind ganz einfach Menschen. Und oft kam die Gedanke bei uns, am besten, wie ich gesagt, unsere Sachen zusammenpacken und irgendwie fliehen von dem ganzen Druck und auch die Sachen, wo manchmal, wir haben die Berge für uns gesehen, aber dann hat uns immer Gott gesagt, durch diesen Verse von Philipperbrief, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Die Ehre gehört Jesus und nicht wir, und wollen wir auch. Das ist wirklich, wenn ich hier stehe, es geht um Jesus, es geht um einfach Zeugnis, was Jesus in Israel tut, und auch so eine kleine Gemeinde, wie eure Gemeinde, konnten wir auch nicht nur in Israel die Arbeit tun, in die ganze Welt. Ich ermutige euch, tut auch euer Dienst treu zu Gott und auch nicht nur in dem Ort hier. Einfach denkt auch an die anderen Menschen außerhalb von eurer Stadt hier. Flüchtlinge, die bei euch, gibt ihnen Brot und Wasser, und er kann viel tun mit Gott, weil unser Gott will auch mit uns viel tun. Ich bedanke mich ganz herzlich, und das alte Gruß von dem Alten Testament, nächstes Jahr in Jerusalem. Das war immer die Gruß zwischen den Juden, und es gilt auch heute, Salam, Shalom, nächstes Jahr in Tarshiha in Galiläa. Seid herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank, Dankeschön.